dem kleinen, abgelegenen Dorf am Rande der dunklen Wälder herrschte eine bedrückende Stille, wann immer man sich dem alten Gutshof am östlichen Ende näherte. Es war kein Ort des Friedens, sondern ein Ort der Angst. Dort, hinter massiven Holzbalken und verstärkten Eisenriegeln, lebte ein Wesen, das den Zorn der Natur selbst in sich zu tragen schien. Dieses Pferd war zum Tode verurteilt worden. Es gab keinen Prozess, keine Verteidigung, nur das einstimmige Urteil der Dorfbewohner. Sie fürchteten ihn, sie nannten ihn Sturm, und dieser Name war keine Übertreibung. Er war eine Naturgewalt aus Muskeln, Hufen und blindem Rasen. Sturm hatte Männer zu Boden geworfen, Zäune wie Streichhölzer zerbrochen und jeden gebissen oder getreten, der es wagte, seinen Herrschaftsbereich zu betreten. Für die Menschen im Dorf war er kein Tier mehr, sondern ein Monster, eine Gefahr für die Gemeinschaft, die man beseitigen musste. Niemand glaubte, dass dieser Wahnsinn gestoppt werden konnte. Bis zu jenem Tag, als ein kleines, zerlumptes Mädchen, das niemandem gehörte, die Hand nach dem Ungeheuer ausstreckte. Was daraufhin geschah, sollte die Geschichte des Dorfes für immer verändern. Julia kannte die Bedeutung von Urteilen. Die Welt hatte über sie geurteilt, lange bevor sie alt genug war, um sich zu wehren. Sie war vollkommen allein. Keine Eltern, kein Zuhause, kein Mensch, der am Abend auf sie wartete oder sich sorgte, ob sie gegessen hatte. Ihre Verwandten hatten sie nach dem Tod ihrer Mutter wie eine lästige Last von sich geschoben, bis sie schließlich ganz in den Schatten der Gesellschaft verschwand. Jetzt lebte sie in einem verfallenen Schuppen am äußersten Rand des Dorfes. Das Dach war morsch, und wenn es regnete, suchte sie sich die eine trockene Ecke unter den fauligen Balken, um nicht völlig durchnässt zu werden. Julia war für die Dorfbewohner wie ein Geist. Sie sahen sie nicht, oder sie wollten sie nicht sehen. Sie war die Personifikation der Armut und der Einsamkeit. Ein lebendiger Vorwurf an die Kaltherzigkeit der Welt. Nur wenige 100 Meter von ihrem Versteck entfernt stand die alte Ruine des herrschaftlichen Stalls. Ein düsteres, knarrendes Gebäude, das fast so verlassen wirkte wie Julia selbst. Doch im Inneren tobte das Leben in seiner wildesten, schmerzhaftesten Form. Sturm war ein schwarzer Hengst von beeindruckender Statur. Sein Fell glänzte wie Obsidian, doch es war gezeichnet von Narben, Spuren von Kämpfen und missglückten Zähmungsversuchen. Seine Muskeln spielten unter der Haut wie wogende Wellen bei einem Unwetter. Seine Augen waren das Beängstigendste an ihm. Sie funkelten nicht vor Stolz, sondern vor einem tiefsitzenden, flackernden Misstrauen. Die Männer des Dorfes erzählten sich Schauergeschichten über ihn. Sie sagten, er sei vom Teufel besessen, doch die Wahrheit war viel trauriger. In seiner Jugend hatten Menschen versucht, ihn mit Gewalt zu brechen. Man hatte ihn geschlagen, ihm das Futter entzogen und ihn mit engen Seilen gefesselt, um seinen Willen zu beugen. Sie wollten Gehorsam, aber sie ernteten Hass. Sturm hatte gelernt, dass jede menschliche Berührung Schmerz bedeutete. Er hatte gelernt, dass Nähe eine Falle war, also verteidigte er sich. Er wurde zu dem, wofür sie ihn hielten, zu einer Bestie. Aber er war nicht böse, er war ein Gefangener seines eigenen Traumas. Die Männer hatten nun genug. Sie hatten die Nase voll von den Reparaturen an den Ställen und der ständigen Gefahr. Die Entscheidung war gefallen. In genau 7 Tagen sollte der Tierarzt kommen, um Sturm für immer schlafen zu legen. Eines Abends, als der Himmel in den Farben von verblassendem Purpur und tiefem Orange brannte, wurde die Stille durch ein Geräusch zerrissen, das Julia durch Mark und Bein ging. Es war ein Wiehern, aber nicht das normale Rufen eines Pferdes, es war ein Schrei. Ein durchdringender, klagender Laut, voller Verzweiflung und grenzenloser Einsamkeit. Julia, die gerade versucht hatte, ein Feuer aus feuchtem Holz zu entfachen, hielt inne. Sie kannte diesen Ton. Sie hörte ihn jede Nacht in ihrem eigenen Inneren.
Ohne nachzudenken stand sie auf und folgte dem Klang. Am Gatter des Geheges sah sie ihn. Sturm raste im Kreis, schlug mit den Hufen gegen die schweren Pfosten, dass die Erde bebte. Er atmete schwer, weißer Schaum stand ihm vor dem Maul. Er wirkte, als würde er im Freien ersticken. Julia blieb wie angewurzelt stehen. Ihr Herz hämmerte gegen ihre Rippen und die Angst flüsterte ihr zu, wegzulaufen. Doch etwas anderes hielt sie fest. In den weit aufgerissenen Augen des Tieres sah sie nicht die Bestie. Sie sah jemanden, der genauso verstoßen war wie sie selbst. »Du bist gar nicht böse«, flüsterte sie in die kühle Abendluft. »Du bist nur ganz allein.« Das Wunder geschah nicht sofort. Sturm hielt nicht abrupt inne, aber er verlangsamte seine Bewegungen. Er schnaubte heftig, der Staub wirbelte um seine Beine. Langsam, ganz langsam drehte er seinen massiven Kopf in ihre Richtung. Er sah sie an, nicht mit dem Wunsch anzugreifen, sondern mit einer tiefen, irritierten Überraschung. Zum ersten Mal in seinem Leben stand dort jemand vor ihm, der keine Peitsche in der Hand hielt, keine Schreie ausstieß und keinen Druck ausübte. Da war nur ein kleines Mädchen mit zerzaustem Haar, das ihn mit Mitgefühl ansah. Am nächsten Tag kehrte Julia zurück. Sie hatte nichts außer einer harten Kruste Brot, die sie sich mühsam erspart hatte. Sie näherte sich nicht dem Zaun, sondern setzte sich in einiger Entfernung ins Gras. Sie gab ihm Zeit. Sie ließ ihn entscheiden, ob er kommen wollte. Sturm beobachtete sie aus der Ferne, die Ohren flach angelegt. Er schnaubte misstrauisch. Doch nach einer Stunde, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, siegte die Neugier über das Misstrauen. Er machte einen vorsichtigen Schritt, dann noch einen. Schließlich nahm er das Brot aus ihrer kleinen, zitternden Hand. Seine weichen Lippen berührten ihre Haut, und für einen Moment hielt die Welt den Atem an. In den folgenden Tagen wurde Julia zu einem festen Bestandteil seines Lebens. Sie versuchte nicht, ihn zu sappeln, sie versuchte nicht, ihm Befehle zu geben. Sie saß einfach nur da und redete. Sie erzählte ihm alles, wie sie ihre Mutter vermisste, wie kalt die Nächte im Schuppen waren und wie es sich anfühlte, wenn die Leute im Dorf so taten, als wäre man Luft. Sie gab ihm das Einzige, was er nie gehabt hatte, die Freiheit der Wahl. Sturm veränderte sich. Sein Wiehern wurde weicher, es klang nun fast wie ein sehnsüchtiger Gruß, wenn er sie von weitem sah. Wenn sie sich verspätete, lief er unruhig an Zaun auf und ab, bis sie auftauchte. Das ganze Dorf bemerkte, dass der Hengst ruhiger wurde, dass er nicht mehr versuchte, die Barrikaden zu zertrümmern. Doch das Urteil der Erwachsenen war unumstößlich. Für sie blieb er eine unberechenbare Gefahr. Der 7. Tag brach an. Ein grauer, nebliger Morgen, der die Welt in ein fahles Licht tauchte. 3 kräftige Männer näherten sich der Koppel, Seile und Spritzen in den Händen. Sie waren gekommen, um das Problem endgültig zu lösen. Julia sah sie kommen. Panik stieg in ihr auf, eine wilde, verzweifelte Entschlossenheit. Sie rannte so schnell sie konnte zum Stall und stellte sich direkt vor das Tor. Sie breitete ihre dünnen Arme aus, als könnte ihr kleiner Körper den Lauf des Schicksals aufhalten. »Rührt ihn nicht an!« schrie sie, und ihre Stimme brach vor Tränen. »Er ist nicht böse. Er hatte nur niemanden, dem er vertrauen konnte.« Die Männer lachten nur mitleidig. »Geh weg, Kleines«, sagte einer von ihnen barsch. »Du verstehst das nicht. Das Tier ist eine Bestie. Er wird dich noch verletzen, wenn du ihm zu nahe kommst.« Doch Julia bewegte sich nicht. Sie blieb stehen, ein winziges Hindernis gegen die unerbittliche Welt der Erwachsenen. Und dann geschah das Unmögliche. Sturm, der die Anspannung der Männer spürte, trat nicht nach hinten. Er raste nicht los. Er trat ruhig aus dem Schatten des Stalls ins Freie. Ohne Zwang, ohne Halfter, ohne Panik. Er schritt direkt auf Julia zu.
Die Männer hielten den Atem an, bereit einzugreifen, falls der Hengst das Mädchen zertrampeln würde. Doch Sturm tat etwas anderes. Er blieb direkt hinter ihr stehen, beugte seinen mächtigen Hals und legte seinen schweren, warmen Kopf ganz sanft auf ihre schmale Schulter. Es war eine Geste der absoluten Hingabe und des tiefsten Vertrauens. In diesem Moment herrschte eine Stille, die lauter war als jeder Schrei. Die Männer ließen die Seile sinken. In den Augen der harten Dorfbewohner spiegelte sich zum ersten Mal Erkenntnis. Sie sahen nicht mehr ein wildes Pferd und ein Bettelmädchen, sie sahen eine Verbindung, die stärker war als jede Kette. Sturm wurde nicht eingeschläfert. Die Geschichte von dem Mädchen, das das Unzähmbare bezähmte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ein wohlhabender Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft, gerührt von dieser Demonstration von Mut und Liebe, kaufte den Hengst und stellte Julia als seine Pflegerin ein. Er gab ihr ein Zimmer, warme Mahlzeiten und zum ersten Mal in ihrem Leben ein echtes Zuhause. Julia hatte Sturm nicht mit Kraft gebrochen. Sie hatte ihn nicht unterworfen. Sie war einfach nur der Mensch geworden, dem er vertrauen konnte. Und im Gegenzug hatte Sturm ihr das Leben gerettet, nicht vor dem Tod, sondern vor der alles verzehrenden Einsamkeit. Gemeinsam waren sie nicht mehr die Verstoßenen des Dorfes. Sie waren eine Einheit, die bewies, dass Güte die einzige Macht ist, die wirklich etwas verändern kann.